Mein Großvater wurde 1936 in dem ländlichen Städtchen Rothau in der Nähe von Karlsbad geboren, welches damals von vielen Deutschen besiedelt war und heute ein Teil der Tschechischen Republik ist. Dort lebte er die frühen Jahre seines Lebens in Frieden mit seiner Familie und genoss eine ruhige Kindheit. Doch ihr geordnetes Leben nahm eine tumultartige Wendung mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Durch die Niederlage des Krieges gezwungen, mussten sie nicht nur ihren Besitz, sondern auch ihr geliebtes Zuhause und geschätztes Land zurücklassen. Ihr kostbarer Besitz wurde letztendlich von anderen beansprucht und veränderte so für immer ihr Leben und das Gefühl von Zugehörigkeit. Auf der Suche nach Zuflucht siedelte sich die Familie meines Großvaters in Köthen an und begann die Herausforderung, ihr komplettes Leben von Grund auf neu aufzubauen. Fast 75 Jahre später befanden wir uns auf einer bedeutungsvollen Reise, die uns gemeinsam mit meinem Großvater zurück in seine Heimatstadt führte. Die Stadt, die sich nur eine 4-stündige Autofahrt von unserem Wohnort in Berlin befand, verbarg unzählige Geschichten und Erinnerungen an seine ersten prägenden Jahre. Am ersten Tag unserer Reise widmeten wir uns voll und ganz dem Eintauchen in die lebendige Atmosphäre von Karlsbad, um uns mit der Umgebung vertraut zu machen und uns auf das Kommende einzustimmen. Der folgende Tag war von intensiven Emotionen geprägt, denn wir hatten vor, meinen Großvater bei seinem Besuch in sein ehemaliges Dorf zu begleiten. Und wir machen uns jetzt gleich fertig und gehen runter zum Frühstück und werden uns das erstmal gemütlich machen und danach wollen wir uns das Dorf angucken, wo meine Opi groß geworden ist. Wir sitzen jetzt am Frühstückstisch im Hotel. Erster Tag. Wir haben leckeres Frühstück und freuen uns, was die nächsten Tage so bringen werden. Wir bereiteten uns auf die Geschichten und den Besuch des Hauses vor, in dem er aufgewachsen war, und darauf zu verstehen, was sich ereignet hatte. Diese Situation war für ihn nicht immer einfach, da die Ungerechtigkeit, die ihm und seiner Familie widerfahren war, noch tief in ihm widerhalten. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier auf dem Markt. Ja. In Fallgenau ist das. Das Schokolade Fallgenau, ja. Nach unserer Ankunft erzählte uns mein Großvater Geschichten aus seiner Kindheit und zeigte den See, die Felder und das ausgedehnte Ackerland, das einst seiner Familie gehörte. Er zeigte uns den Standort des ursprünglichen Hauses und sogar des zweiten Hauses, was heute noch steht. Die Spannung in der Luft war spürbar und ich konnte den Ärger meines Großvaters wahrnehmen, als er betonte, dass dies sein Erbe wäre. Und ist praktisch, wenn sie will, jetzt meins. Ja. Nachdem wir uns von der Stadt verabschiedet hatten, die eine so tiefgreifende Bedeutung für uns hatte, kehrten wir nach Karlsbad zurück und trugen die Eindrücke des Tages mit uns. An diesem Abend, während ich in meine Gedanken versunken war, wurde mir bewusst, welchen Einfluss diese Reise auf meine Perspektive hatte. Es ist unser letzter Abend in Karlsbad und wir hatten ein paar sehr intensive Tage hier und in der Umgebung und ich bewunderte die Widerstandsfähigkeit meines Großvaters und mir wurde klar, wie schnell sich das Leben verändern kann und wie unsere Sicherheit und Vertrautheit von einem Moment zum anderen dahin sein können. Es machte mir deutlich, wie wesentlich es ist, den gegenwärtigen Moment zu schätzen und die Menschen und Ereignisse, die unser Leben bereichern, in unseren Herzen zu bewahren. Diese Reise hat meine Sichtweise verändert und mir eine tiefgreifende Wertschätzung für die Dinge gegeben, die wir oft als selbstverständlich annehmen. Vor allem jedoch spürte ich eine tiefgreifende Wertschätzung für die schwierigen Zeiten, die mein Großvater durchlebt hatte. Trotz des Verlustes seines Hauses und seines Besitzes erkannte ich, dass ohne diesen Schicksalsschlag unsere Familie in der Form, wie wir sie heute kennen, nicht existieren würde.
Die zufälligen Begegnungen und die glücklichen Fügungen, die dazu beitrugen, dass mein Großvater meine Großmutter kennen und lieben lernte, sie heiratete und eine Familie mit ihr gründete. Die Geburt meiner Mutter und später die meiner und die meines Bruders, die uns zu dieser Familie machen, wie wir sie heute sind. All dies ist untrennbar mit dem Kampf, dem Verlust und schließlich der Widerstandsfähigkeit verbunden, die das Leben meines Großvaters prägten und ausmachten. Während ich über unsere gemeinsame Geschichte nachdachte, überkam mich tiefe Dankbarkeit für das Leben, das wir uns aufgebaut haben und für die Erinnerung, die wir geschaffen haben und die Liebe, die uns verbindet. Obwohl mein Großvater ein physisches Haus verloren hatte, war das, was er gewonnen hatte, von unschätzbarem Wert. Ein starker Geist, eine liebevolle Familie und ein Vermächtnis, das unser Leben weiterhin prägt. Zusammenfassend war unsere Reise in die Heimatstadt meines Großvaters eine tiefgreifende Erfahrung, geprägt von einer Mischung aus Emotionen. Sie gewährte uns einen Einblick in die schwierigen Kapitel seines Lebens und verdeutlichte gleichzeitig die Stärke und Widerstandsfähigkeit, die es ihm ermöglichten, sich neu aufzubauen und erneut Glück zu finden.